Servus zusammen bei AAS24. Ich mache mal wieder ein Golf 6 Update, weil wir wechseln in diesem Fahrzeug das originale Autoradio gegen ein neues Autoradio, welches dann noch Apple CarPlay und vor allem DAB+ kann. Und dazu machen wir jetzt zwei Videos. Im ersten Video wechseln wir die Antennenanlage aus, damit wir aus der vorhandenen UKW-Antenne, die sich hier hinten in der Heckscheibe befindet, auch das DAB-Signal am Radioschacht bekommen. Also wir werden nichts anderes machen, als das Vorhandene zu verändern. Und im zweiten Video zeigen wir euch natürlich, wie man das ganze Radio dann installiert mit den passenden Adaptern und was man dazu alles beachten muss. Viel Spaß! Hier sehen wir jetzt erstmal unser Autoradio, welches wir in den Golf 6 installieren möchten mit einem großen Display. In dem Fall ist es ein Alpine ILX 705D. Das ist ein Gerät, das hinten dran einen DIN-Korpus dran hat, der unten montiert ist. Das gleiche Gerät gibt es für irgendwelche anderen Fahrzeuge, wo im Fahrzeug andere Gegebenheiten hat, auch als oben liegend. Dann nennt es sich 705 DM, so heißt das gute Stück dann. Aber dieses Gerät und auch das ganze Zubehör, was es dazu gibt, um das Autoradio zu installieren, da kümmern wir uns im nächsten Video drum. Jetzt geht es darum, dass wir den richtigen DAB-Empfang für dieses Gerät vorrüsten können, weil unser Golf 6 jetzt noch keinen DAB-Empfang geben kann, weil nur UKW bisher vorher empfangen worden ist. Was wir möchten, ist die originale Antennenanlage vom Golf 6 zu nutzen, ohne dass wir weitere Antennenstrahler irgendwo installieren müssen. Das wäre viel zu aufwendig. Oder irgendwelche Fensterklebeantennen, wer das nicht möchte, der ist jetzt in diesem Video nämlich genau richtig. Wir rüsten die vorhandene Antennenanlage einfach um, damit wir jetzt beides nutzen können. DAB+ und UKW wie gehabt. Dazu bauen wir in der Heckklappe ein Teil um, das ist der erste Part, und im Radioschacht muss der Antennensplitter getauscht werden oder nachgerüstet werden. Das zeige ich euch jetzt alles, wie man das einbaut. Alle Produkte, was wir euch hier im Video vorstellen, gibt es natürlich als Link unten im Videobeschreibungstext. Jetzt geht ja dieses ganze Video ausschließlich um den DAB-Empfang. Jetzt frage ich euch trotzdem mal, weil es mich wirklich interessiert, wie viel hört ihr überhaupt noch Radio? Gehört es zum Thema Oldschool und ihr macht nur noch Spotify und Co. im Auto, weil ihr gar keinen Bock mehr habt, Radio zu hören? Oder seid ihr doch irgendwie Fan von DAB+, weil dafür habe ich ja auch schon einige Videos gemacht, um euch das Thema näher zu bringen. Haut es doch mal in die Kommentare rein. Und wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, dann klickt doch den Abo-Button und natürlich auch gleichzeitig die Glocke. Ich zeige euch jetzt erstmal, was wir an der Heckscheibenantenne machen müssen. Wir müssen nämlich hier in der Heckscheibe sind zwei Module. Es gibt auch Fahrzeuge, da ist nur ein Modul auf der rechten Seite hier drunter versteckt, weil diese Drähte, die hier drin sind, das ist das Antennensignal, wo hier abgegriffen wird. Das ist unsere Antenne. Und wir müssen das Teil hier austauschen. Und damit wir an diese Frequenzweichen drankommen, die wir jetzt austauschen, müssen wir das natürlich wegmachen. Damit fangen wir an. Hier sind zwei Schrauben drin, hier sind zwei 25er Torx. Die müssen wir erstmal rausschrauben. So, zwei Schrauben sind weg. Jetzt nehmen wir diese Kunststoffblenden hier noch weg. Jetzt können wir nämlich wunderbar hier unten reinlangen. Und der Rest ist jetzt alles geklippt. Das heißt, wir können jetzt hier das Ganze runterziehen und die Clips lösen. Und wir haben die Verkleidung dann schon in der Hand und legen die auf die Seite. Erst jetzt können wir die Verkleidung lösen und die können wir an der Seite ausklicken. Die ist hier auch nur reingeklippt. Und jetzt nach vorne rausziehen. So, können wir hier auch liegen lassen und da haben wir unsere zwei Frequenzweichen. Und die rechte davon, die tauschen wir jetzt aus. Als erstes können wir hier den Stecker abstecken. Darunter kommen wir jetzt an die entsprechende Torx-Schraube, die lösen wir. Und jetzt kann man das Ganze schon nach links rausschieben und wegnehmen. Und natürlich auch den Antennenstecker lösen. Jetzt kommt unser neuer Antennenadapter rein.
Den können wir wieder anstecken. Wir können den auch gleich ankleben in dem Fall. Hier ist der Klebepad dran. Den kleben wir hier schön mit auf die gerade Fläche mit drauf. Und können auch jetzt bereits schon den Stecker wieder zusammen machen und nutzen diese Verschraubung für unseren Masseanschluss. Das ist nämlich nichts anderes. Wir holen jetzt hier einfach nur die Masse und können die alte Schraube hier wieder reinmachen. Wir können das alles ein bisschen ausrichten. Und mit zwei beiliegenden Kabelbindern können wir das an dem großen Kabelbaum mit fixieren. Dann hängt da nichts rum und alles ist fix. Warum müssen wir das jetzt eigentlich austauschen? Weil der originale, die Antennenweiche, die hier drin ist, die sorgt dafür, dass nur das Frequenzband von der Antenne für den UKW-Bereich hier durchgelassen wird und auch vorne bei mir am Radioschacht rauskommt. Wir brauchen eine neue Frequenzweiche, die ebenfalls den DAB+ Bereich durchlässt. Ansonsten haben wir vorne, bauen wir einen Splitter ein und freuen uns drauf, dass das alles technisch passt, aber trotzdem kein Empfang kommt. Deswegen bauen wir hier jetzt eine andere Antennenweiche rein. Die muss sein und damit ist es auch schon erledigt und wir können jetzt alles wieder zusammenbauen. Das Zurückanklippen der Verkleidungsteile machen wir genau so, wie wir es weggebaut haben. Das heißt, zuerst machen wir die Clips rein, dann verriegeln wir die an der Seite. Und erst dann können wir die große Blende drauf machen und die muss zuerst hier an diesen Seitenschenkeln eingeführt werden, sonst kriegt ihr hier so ein Anhängeproblem und sagt, wie geht das jetzt? Aber ich zeige es euch gleich. Gut. Die große Verkleidung muss nämlich jetzt tatsächlich hier an den Ecken zuerst fixiert werden, damit die passen. Und jetzt können wir auch hier durch diese Löcher gucken, wie schaut denn das hier aus. Sind die Clips alle an der richtigen Stelle? So, und auch da oben drin können wir reingucken und alles richtig reinmachen. Hier klappt das. Ja, genau. Zack. So. Das war's. Zwei Schrauben wieder rein, Heckklappe ausgetauscht. Also zumindest das Bauteil dafür. Jetzt können wir uns um den Ausbau des Autoradios kümmern und hier ist nur ein Rahmen, den man mit so einem Entriegelungswerkzeug easy wegklippen kann. Und darunter kommen jetzt 4 Schrauben raus, die wir lösen müssen. Und jetzt können wir das gute Stück auch hier rausziehen. Hier unten haben wir jetzt den Doppelantennenanschluss, den können wir hier entriegeln und genauso hier den Quadlock-Anschluss, den man hier aufmachen kann und den ganzen Stecker ausziehen kann. Jetzt können wir unseren Antennensplitter hier aufstecken auf den 2 Antennenleitungen. Manche Golf 6 haben nur eine Antennenleitung dran, das wäre egal, ihr könnt es direkt so anstecken. Und früher waren es 2 UKW-Leitungen für FM-Empfang und jetzt haben wir davon eine hergenommen und wir nehmen jetzt den Splitter und machen daraus UKW, FM und DAB+. Und damit die Einheit richtig funktioniert, braucht die noch eine Stromversorgung. Die wird am Autoradio über das Remote-Kabel angeschlossen, also angesteckt. Und damit haben wir unser ganzes Fahrzeug auf DAB und FM-Empfang vorbereitet. Und wie es jetzt weitergeht, wie man das Autoradio noch anschließen, was der CAN-Bus so macht, wie man eine Rückfahrkamera mit anschließen kann, das kommt jetzt alles in Teil 2.